Nachdem das bei meiner Kollegin letztens so ein voller Erfolg war mit diesem Tablet, habe ich mir jetzt gedacht, na, dann nehme ich doch auch mal dieses Tablet her und versuche mich da bei der modernen Technik. Ich habe mir jetzt schon Notizen gemacht von den Sachen, die ich gebaut habe, weil oftmals ist es jetzt schon schwierig, man baut so dahin ein, zwei kleine Sachen und dann vergisst man eigentlich, was man gebaut hat. Übrigens habe ich mir auch notiert, dass ich mich in Schale werfen soll. Und das Rita habe ich zieht diesmal sich für gemacht. euch aus. Wie cool ist das denn bitte? Sie hat die Unikitties Anger Management Classes. Ich habe mir gedacht, das passt vielleicht ganz gut, denn man soll nicht verzagen, wenn wieder mal was umgehauen wird. Da war ja letztens mal die Problematik mit dem Kran, den ich umgehauen habe. Schneller Fast-Themenwechsel. Ich bin heute auch extrem cool und zwar, schaut euch das an. Vielleicht Wie kennt cool ihr ist es. das? Wir haben uns für euch ein paar Lego-T-Shirts gekauft, weil wir uns gedacht haben, was passt besser, was wir anhaben als Lego. Nur für euch. Natürlich wollte ich die selber eigentlich gar nicht haben. Ihr werdet uns auf jeden Fall in nächster Zeit öfter mit Lego-T-Shirts sehen Ja. und sagt uns bitte, was ihr davon haltet, denn die sind extrem cool, auch cooler Druck drauf. Ja. Können wir nur empfehlen. Also, wo gehen wir heute hin? Ich hab halte mir mich ein bisschen zurück. Das ist immer eine gute Idee. Also, ich habe mir gedacht, ich zeige euch kurz da das Update mit dem Wald, denn, Moment, ich lege das mal her. Jetzt geht's wieder Denn, los. Rita der verschwindet Wald wieder. Wir ist werfen in der erweitert Zwischenzeit mal einen Blick auf ihre Notizen. Nein! Das ist doch geheim. Sie kommt schon wieder raus. Also, Christophs Mom war da und hat den Wald wieder mal erweitert, was uns sehr, sehr freut. Das geplante Schloss ist leider noch immer nicht da, aber es schaut schon mal sehr cool aus. Also, hier ein kleiner Schwenk. Ihr kennt den Wald. Da haben wir ja da hinten begonnen als erster. Dann hat sich dieser kleine Berg, Hügel, was auch immer, dazu gesellt. Und jetzt ist es weiter erweitert worden mit diesen schönen Blümchen hier und wieder ein paar kleine Bäumchen. Was noch neu ist, ihr seht es hier, diese roten Dinger, das sind Pilze, beziehungsweise Schwammerl, wie man bei uns sagen würde. Und ich hoffe, es sind keine giftigen. Eigentlich gibt es ja diesen Fliegenblätterpilz, der schon rot ist. Aber vielleicht ist bei den Lego-Figuren sind rote Pilze vielleicht auch essbar. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall haben wir eigentlich nur rote Pilze verbaut. Ihr seht, da hinten sind auch noch ein paar. Und hier drin. Aber natürlich habe ich auch einen anderen Pilz verbaut. Denn ich habe unseren Nachbarn eingebaut. Das ist der Wilfried. Und der Wilfried ist nämlich einer der Top-Schwammerlsucher, den wir kennen. Und der hat hier, falls ihr es nicht erkennen könnt, das soll vielleicht sieht man es, ein Steinpilz sein. Mehr oder weniger. Also er hat einen Steinpilz gefunden. Ihr seht, er hat ein kleines Messer mit, damit er den schön unten abschneiden kann und nicht abreißen muss. Das wäre natürlich ein No-Go. Und ich denke, er wird sich hier noch weiter auf die Suche machen. Vielleicht findet ja noch den ein oder anderen Steinpilz oder Eierschwammerl, man weiß es ja nicht. Genau. Gut. Übrigens, Wilfried, falls du dich fragst, deine Frau ist auch bei uns in der Stadt, die kommt dann gleich später. Da sind wir aber gespannt. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich auch was gebaut habe, was ich euch zeigen könnte. Keine Ahnung, ob ich den hinteren Teil hier beim Bauernhof schon mal hergezeigt habe. Da ist jetzt noch neben dem Schafgehege ein kleines Schweinchengehege entstanden. Marke Eigenbau für unsere 3 oder sind es 4 Säue, die hier am Bauernhof ihr Unwesen treiben. Zeigen wir euch mal, den Bauernhof wollen wir ja auch noch ein wenig ausbauen und verschönern. Aber jetzt mal zu Wichtigerem, Rita ist wieder
am Start So. und sie hat was zu Ich zeigen. habe zuerst mal diese kleine Situation hier, bevor wir auf den Spielplatz schwenken. Oh, Noch Entschuldigung. kurz eine kleine Ja, woher soll ich wissen, was du gefilmt haben willst? Ein schlechter Kameramann. Naja, also, ich habe hier eine Minisituation eingebaut. Ihr habt es sicher beim Zugvideo schon gesehen, dass wir das Winnie the Pooh Set gekauft haben und da sind diese Bienen dabei. Und dieser Junge hier steht eben am Balkon und schaut sich mit der Lupe diese Biene mal genauer an, denn derzeit ist es ja voll im Trend, auf die Bienen genauer aufzupassen, weil sie ja doch, viele Schwierigkeiten haben. Und da dachte ich mir, bei uns werden die Bienen natürlich auch gut behandelt und deswegen habe ich mir diese Situation hier einfallen lassen. Super nette Idee, wirklich. Das wäre auch eigentlich eine Idee für diesen Imker, der bei der Collectible Minifigure Serie 21 dabei ist. Stimmt. Da könnte man ja auch sowas machen. Da sind ja keine Bienen dabei, lustigerweise. Die sind Das nur stimmt. beim Winnie Pooh. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Der steht jetzt mal hier drüben beim Disney Castle. Den zeige nur ich von der euch Hinterseite. auch mal. Aber das sieht dort eigentlich ganz nett aus und wird sicher auch noch nett eingebaut. Eine kleine Situation noch habe ich gar nicht notiert, weil war ich wahrscheinlich wieder abgelenkt. Schwenk mal auf das Einkaufszentrum. Da haben wir doch was Cooles verbaut. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Vielleicht wisst ihr die neuen Videofiguren. Die haben ja immer solche Boxen und unten ist dann wie so eine Stage. Mit verschiedenen Mustern, die man bauen kann. Und das ist quasi diese Stage von der Meerjungfrau. Und ich habe mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Wir haben ja einen Eisladen und einen Italiener bei uns im Einkaufszentrum. Und da habe ich mir gedacht, da passt das eigentlich als Werbetafel ganz gut. Total cool. Und damit ist auch endlich mal die Fassade des Einkaufszentrums ein bisschen belebt. Ein bisschen schöner. Das Einzige, was ich am Überlegen bin, ob wir dieses Werbeplakat nicht noch 2 Noppen nach rechts verschieben, dann wäre es nämlich genau ausgerichtet auf diese Terrasse der Das stimmt. Pizzeria. Aber so ist es genau in der Mitte Aber so zwischen ist den es Fenstern. halt genau in der Mitte zwischen den beiden Fenstern. Müssen wir uns noch ansehen, auch je nachdem, was ihr in die Kommentare schreibt. Das ist kein Problem, die kann man ganz leicht abnehmen und woanders wieder drauf tun. Was haben Sie noch zu Genial. präsentieren? Frau Nicht-Einwohnermeldeamtbeamtin, heute sind wir ja privat, nicht im Dienst sozusagen. Mein Spielplatz. Ich habe euch vor kurzem, relativ kurzem, mal meinen Spielplatz gezeigt und da habe ich jetzt einiges ein bisschen umgebaut, weil der irgendwie zu groß war. Also der hat sich zu weit irgendwie in den Park erstreckt und da hat mich Christoph doch ein bisschen gerügt. Außerdem habe ich noch ein paar Teile bekommen und habe dann neue Sachen eingebaut. Erstens mal, meine Schaukel steht jetzt mit der Frau, die sich fürchtet vor Schaukeln, weil ihre Tochter sie so angestoßen hat, so wild und deswegen, ich hoffe, sie fällt nicht von der Schaukel runter. Die Sandkiste, das kennt ihr schon. Was neu ist, ist auch die Rutsche, denn ich denke mir, was wäre ein Spielplatz ohne Rutsche? Gar nichts, nicht wahr? Deswegen eine Rutsche, eine kleine haben wir hier auch eingebaut. Und ihr seht es auch, die Frau, die da hinten die Kinder anmalt im Gesicht, die habe ich jetzt hier rüber platziert. Die war ja zuerst hier vorne und ich habe mir gedacht, nein, das mache ich jetzt nicht. Da ist übrigens auch diese Frau gesessen mit dem Baby. Das habe ich jetzt auch hinüber platziert, einfach weil ich mir gedacht habe, dann ist das alles ein bisschen kompakter. Und dafür sitzt hier ein Opa, der Zeitung liest. Genau, und dann können wir auch hier rund um den Baum noch einen kleinen Gehweg bauen, dann geht sich das ein bisschen besser aus mit dem Platz. Habe ich mir auch gedacht. Hier wird sowieso musiziert, Ja. aber ja, das wird sich dann schon ausgehen. Die Polterweide. Ich bin übrigens am Überlegen, ob ich den Spielplatz abzäunen soll. Ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Soll der abgezäunt werden oder reicht es, wenn einfach nur ein Weg vorbeiführt? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, was da vielleicht eine gute Idee wäre. Gut, dann wollte ich euch noch ein Islander-Set zeigen, das Christoph zusammengebaut hat. Oho. Weil von wegen, Christoph hat nichts gebaut, doch er hat schon was gebaut. Ein Traum, ja. Und Zwar nichts direkt in der Stadt, aber so trotzdem. aber trotzdem interessant. Unser kleiner Baumeister findet das übrigens auch interessant. Ihr hört ihn im Hintergrund quietschen. Er ist jetzt mittlerweile schon sehr redselig. Also wundert euch nicht, wenn ihr hier und da
ihn auch mitquatschen hört. Er hat doch Christophs Gene. Man kann da jetzt Diese Frau. schönreden, wie man will. Diese Frau. Naja, gut. Ja, also hier ist was Neues dazugekommen, ein wunderbares Islander-Set. Ist wirklich ein Traum, habe ich aus meiner frühesten Kindheit, war jetzt, ich glaube, 25 Jahre lang fast zerlegt in einer Kiste drin. Ich habe es jetzt wieder aufgebaut. Es fehlen nur teilweise bei den Figuren noch Hüte und so weiter, ein paar Kleinigkeiten, ein, zwei Sachen, aber sonst ist das Set wieder komplett. Wir wollten es eigentlich zur Piratenlagune bauen, dort ist jetzt aber irgendwie kein Platz mehr dafür, oder jedenfalls weiß ich nicht, wie wir das integrieren sollen. Wenn ihr da eine Idee habt, bitte nur her damit. Ansonsten haben wir es hier mal stehen und wir warten drauf, ob uns dazu noch was einfällt. Der kleine Baumeister hat viele Ideen, ihr hört im Hintergrund. Er möchte vielleicht eine extra Insel machen, aber eins nach dem anderen. Genau. Und jetzt kommen wir noch zum letzten, nämlich zur Frau von Wilfried, denn die hätten wir ja fast vergessen. Also natürlich nicht, aber die kommt natürlich noch. Jetzt müssen wir das Video dann beenden, sonst schreiben die Leute, wir vernachlässigen unser Kind. Niemals, niemals. Ja. Er redet nur wirklich sehr gern. Die Frau von Wilfried, die Eva, die sitzt bei meiner Mama am Balkon und trinkt mit ihr ein Gläschen Aperol. So, Eva, herzlich willkommen in Wild City. Eigentlich wäre geplant gewesen, dich auch in einem Figurenvideo hineinzugeben, aber jetzt haben wir das mal zwischendurch gestreut. Und Prost! Trinkt schön euren Aperol, ihr zwei Damen, während die Männer auf Pilzsuche sind. Stimmt. Und ich glaube, der Baumeister hat das gehört mit dem Trinken. Ich glaube, wir müssen eine Fläschchenpause einlegen. In dem Sinne müssen wir uns wohl verabschieden und sagen, trinkt auch ihr ein Fläschchen. Brav, meine Freunde, und auf baut was Wiedersehen. Schönes. Macht's gut. Bis bald. Tschüssi.